Wir stehen hier auf einer Wiese, wie man unschwer erkennen kann. Wie sind wir hier hingekommen? Darüber möchte ich berichten und berichten möchte ich über Stay Better. Das ist nämlich der Punkt, weshalb wir hier sind. Herzlich willkommen zu diesem Video. Wir sind auf einer Reise in Deutschland und wollen auch noch rüberschauen in die Benelux-Länder. Und da sind wir jetzt in der Nähe von Münster oder südlich von Münster. Und da fahren wir jetzt hier zu einem landwirtschaftlichen Betrieb. Dort gibt es die Möglichkeit, mit dem Wohnmobil frei zu stehen, das heißt in der Natur zu stehen, aber alles natürlich legal. Dieser landwirtschaftliche Betrieb ist angeschlossen an die Geschichte Stay Better, worüber ich gleich noch mehr erklären werde. Diese Geschichte Stay Better ist nicht unbedingt zu vergleichen mit normalen Stellplätzen. Hier geht es ein bisschen um andere Dinge. Wer Ruhe sucht, wer die Natur sucht, wer alleine stehen möchte, der ist hier an solchen Plätzen genau richtig. Man kann diese Stellplätze nicht einfach so anfahren, man muss sich vorher anmelden und das mit den Betreibern der jeweiligen landwirtschaftlichen Betriebe absprechen. Wir sind zufälligerweise über diese Sache Stay Better gestolpert, und zwar haben wir in Spanien kennengelernt die Eltern von Jennifer und Maximilian. Die beiden sind Gründer von Stay Better und betreiben auch diese Internetseite und pflegen das Ganze. Das Ganze ist mehr eine Nische im Bereich Camping-Stellplätze. Hier geht es nicht mehr um Größe und Anzahl der Plätze, sondern mehr um das Individuelle. Wir haben jetzt den Platz, den wir uns ausgesucht haben, erreicht. Und zwar ist der Hof Albersmeyer. Und jetzt stellen wir uns erstmal unser Mobil hier ab, um uns mal ein bisschen schlau zu machen, wo es hier wo lang geht. Wir hatten schon vorher mit der Betreiberin hier vom landwirtschaftlichen Betrieb, und zwar ist es die Marianne, Kontakt über WhatsApp. So hat sie uns gleich empfangen und gezeigt, wo es lang geht, wo wir hin müssen. Wir hatten natürlich vorher schon mit ihr abgesprochen, ob wir hier Videoaufnahmen machen dürfen und in einem Video bei YouTube über diesen Platz und über die ganze Geschichte hier berichten dürfen. Wir müssen den Hof überqueren, um den Platz zu erreichen, wo wir stehen dürfen. Und dabei kommt uns eine große landwirtschaftliche Maschine entgegen. Und da muss man natürlich ein bisschen aufpassen, damit nichts passiert. Aber alles kein Problem, die Frauen regeln das schon. Wir haben Mitte Mai, wir haben sehr schönes Wetter und so können wir auch ohne weiteres mit unserem Mobil hier auf die Wiese oder auf das Feld fahren, um uns dort einen Platz zu suchen. Marianne zeigt uns den Weg. Wir könnten jetzt hier vorne rechts schon stehen bei den Bäumen, aber wir haben uns entschieden, noch ein bisschen weiter rauszufahren, um ein bisschen auch wegkommen, vom Hof wegzukommen. Das hat Gründe, die werde ich dann später nochmal erläutern. Bei Regenwetter wird man hier nicht hinfahren, dann bekommt man einen Platz mehr in der Nähe des Hofs, der befestigt ist. Überall viel Platz hier, wir können hier zwischen den bestellten Feldern durchfahren und uns hier einen Platz aussuchen. Einzige Vorgabe, weiter hinten steht schon ein Mobil, dort sollte man nach Möglichkeit nicht in die Nähe fahren, denn jeder möchte hier seinen Freiraum behalten. So stehen wir hier etwa 200 Meter entfernt von dem anderen Wohnmobil. Jetzt nochmal ein Blick auf die Karte, um genau zu zeigen, wo wir sind. Und zwar liegt der Hof Albersmeyer nördlich von Soest und dem Möhnesee. Auch nicht weit entfernt von der A44, also somit schnell zu erreichen von der Autobahn. Ist schon ein besonderes Plätzchen hier, wenn man sieht, wie wir hier stehen. Und wenn man an unserem Mobil vorbeischaut, dann sieht man im Hintergrund ein weiteres Wohnmobil. Das steht etwa 200 Meter entfernt. Bei unserer Ankunft haben wir eine Papiertasche voller Informationen bekommen, hier von der gesamten Umgebung. Und dabei waren auch Eier hier vom Hof und auch aus der eigenen Produktion Wurst.
Natürlich habe ich zum Hof und auch zu Stay Better einige Fragen und da ist Marianne so nett und beantwortet sie mir. Wir haben uns ja schon kennengelernt. Ja. Beim Empfang, bei dem herzlich willkommen hier. Das war schön. Ja, Marianne, sag mal ganz kurz was zu deiner Person. Du bist hier Betreiberin des landwirtschaftlichen Betriebes mit vielen Schweinen. So viel weiß ich schon mal. Ja, wir haben hier im Lippetal einen landwirtschaftlichen Betrieb mit 3.500 Tieren, den Betrieb haben wir 2018, 2019 umgebaut zu Haltungsstufe 4 in dem sogenannten Strohwohl-Projekt. Ja, Marianne, jetzt die Frage, du bietest ja hier Plätze, ich weiß nicht, Stellplätze für Wohnmobile an. Ich weiß nicht, ob es so richtig ist, wie ich sage, aber es gehört eben zu dieser ganzen Gruppe Stay Better. Ja. Kannst du uns da was zu sagen? Öffentlichkeitsarbeit ist für mich sehr wichtig oder für uns sehr wichtig. Wir haben da ganz viel Interesse dran. Wir machen hier Hofführungen und vor circa 1,5 Jahren sind Maximilian und Jennifer auf uns zugekommen und haben gefragt, ob wir nicht bei dieser Gruppe Stay Better Farm mitmachen wollen. Ich habe mich dann von dem Projekt überzeugen lassen, weil die beiden wirklich mit ganz viel Herzblut da dran gehen, Landwirte und Verbraucher miteinander zu verbinden, ins Gespräch zu bringen, ganz nach dem Motto, redet mit uns statt über uns, die Möglichkeit zu bieten, Campern, die gerne campen möchten, einen Platz anzubieten und gleichzeitig Informationen aus der Landwirtschaft zu bekommen. Jetzt stehen wir hier hinten bei dir auf einer Wiese. Und ich habe gesehen, am Samstag stand da noch ein Fahrzeug, das stand aber mindestens 200 Meter weg von uns. Wie wird das hier gehandhabt? Wir bieten Plätze für 2 Camper an, die wirklich ganz alleine in der Wiese stehen können, in der Weide stehen können, die autark sein müssen. Sie dürfen nicht von Strom oder Wasser abhängig sein. Und die Buchung geht über die Webseite von Stay Better Farm. Da sind die Höfe, die mitmachen, eingetragen. Da kann man sich umschauen, kann sich die Höfe angucken und kann dann, wenn man Mitglied bei Stay Better ist als Camper, kann man sich dann gucken, ob wo was frei ist und kann sich da eintragen und kann sich dann wild hinstellen und trotzdem sicher sein, dass keiner meckert. Wir haben uns ja schon teilweise hier den Hof angesehen, Rita und ich, und haben gesehen, dass ihr einiges an Schweine hier habt. Ich glaube, es sind über 3.000, habe ich mal irgendwo gelesen. Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Und ihr vermarktet oder ihr habt eine besondere Vermarktung dieses Fleisches. Ja, genau. Wir haben hier unseren Hof 2018, 2019 umgebaut. Alle 3.500 Schweine, die hier sind, kommen von einem Nachbarbetrieb, von einem Ferkelhof und die werden alle hier gemästet und werden vermarktet über die Westfleisch an die Rewe Köln bzw. Rewe West. Wir beliefern 100 Märkte der Rewe West mit unserem Strohwohlfleisch und auf unserer Webseite könnt ihr sehen, welche Märkte da mitmachen und wo man unser Fleisch bekommen kann. Hier direkt auf dem Hof kann ich allerdings kein Fleisch kaufen. Doch, du kannst auch hier direkt auf dem Hof Fleisch kaufen. Allerdings ist das eine andere Rasse. Und zwar haben wir da die spanische Olive auf 4 Pfoten, die Iberico-Schweine. Die werden hier vermarktet in der Direktvermarktung. Gerne als Grillwurst, als Leberwurst, als Teewurst, aber auch Fleisch nach Vorbestellung. Okay. Wir haben uns mit einigen Produkten von den Iberico-Schweinen hier eingedeckt und sind begeistert vom Geschmack. Kann man eigentlich sicher sein, wenn 1 Uhr nichts passiert, genau. Und dies ist dann so. Ja, ihr habt nicht nur Schweine, sondern auch Alpakas, sehe ich gerade. Oh, jetzt muss ich mit der Kamera aufpassen. Die möchte da dran schnuppern. Ja, ich will. Alpakas sind extrem scheu. Ja. Und extrem neugierig. Das ist eine gute Kombination. Warte mal eben. Das ist Dalia. Und das ist Domingo. Meine Schwester hat gestern auch Geburtstag gehabt und die ist Patenkind. Und also die Patentante. Die ist geboren. Gestern geboren. Ja, genau. Kleiner Hengst. Kleiner Hengst. Kleines Hengst. Ja. Und wie viele Alpakas Jetzt sind es 13. Ja. Ich habe aber noch 2 Stuten, also die Clarissa ist noch trächtig und irgendwo liegt noch eine Solana, die ist auch noch trächtig. Ah ja. Ne?
Ja, und ist das ein rein Hobby oder werden die auch irgendwie Fleisch zu Fleisch verarbeitet? Nein, Fleisch wäre das zu teuer. Das ist erstmal eine reine Hobbygeschichte. Was ich mache ist, die werden einmal im Jahr geschoren und die Wolle wird bei uns zu Steppdecken verarbeitet. Ja. Und die Steppdecken verkaufe ich dann an interessierte Kunden. Die haben die wunderbare Eigenschaft, dass die bis minus 40 Grad und bis plus 40 Grad, man schwitzt nicht, man friert nicht, weil die Alpaka-Faser eine ganz besondere Faser ist, die hohl ist. Und man kann da wunderbar auch bei hohen Temperaturen im Sommer sich bis an den Hals einkuscheln. Also das ist wirklich ganz wunderbar. Und mit dem Geld von den Steppdecken, die ich verkaufe, wird dann der Tierarzt unterhalten und das Futter, sodass sie sich quasi selber tragen. Okay. Wir waren ja alles die kleineren Schweine. Genau, ja. Wir haben 8 Abteile und alle. Ja, wir sind hier bei uns im Getreidelager. Wir bauen unser Futter zu 35% selber an und der Rest wird von Landwirten aus der Umgebung zugeliefert. Wir haben Landwirte, der weiteste kommt ungefähr 20 Kilometer mit seinem Trecker angefahren, also ist alles regional. Also wir haben als Eiweißträger kein Soja, sondern Ackerbohne und Rapsschrot. So wollte ich das sagen. Interessant, das sind die Ackerbohnen oder auch Saubohnen genannt. Und ja, wenn ich... Marianne hat uns über den gesamten Hof geführt und nicht nur über den Hof, sondern auch über den Garten und das Privathaus. Alles durften wir uns ansehen. Es war interessant für uns, das Ganze zu sehen. Ich kann das nicht alles hier in diesem Video zeigen, das würde zu weit führen. Das ist 1860 gebaut worden von einem reichen Apotheker aus Soest. Der hat das als Wochenendhaus gebaut. 1913 hat die Familie Albersmeyer, der Urgroßvater von meinem Mann, das gekauft. Und seitdem ist das in der 4. Generation jetzt hier in der Familie. Und wir selber haben Corona-Langeweile, macht es möglich, den Dachboden ausgeräumt. Da waren noch Sachen von der Urgroßmutter, Aussteuer von der Urgroßmutter von Klaus zu finden. Den komplett ausgeräumt und machen da oben jetzt 2 Ferienwohnungen, beziehungsweise irgendwann so in 100 Jahren, wenn wir mal nicht mehr können, haben wir da unser alten Teil. Okay. Hier auf dem Hof trifft man auch schon mal junge Familien, die hier mit ihren Kindern den Samstagnachmittag verbringen. Tisch und Bänke werden gestellt, Essen und Trinken muss man sich hier mitbringen. Einen Hühnerstall mit einigen Hühnern gibt es hier auch. Zur Begrüßung bekamen wir hier von diesen eigenen Hühnern einige Eier. Enten und Gänse finden wir hier auch. Ich denke, es ist ganz interessant für die Kinder, die hier auf dem Hof sind, sowas dann mal in freier Natur zu sehen. Wir sind mit dem Fahrrad auf dem Weg zur Stadt Soest. Wir waren vor einigen Jahren schon mal dort, ist eine interessante Stadt. Deshalb sind wir nochmal hingefahren, um uns noch ein bisschen umzusehen in der Stadt. Es sind etwa 7-8 Kilometer bis dorthin. Man kann die Stadt gut mit dem Fahrrad erkunden. Es gibt dort viele gut ausgebaute Fahrradwege. Wer sich Soest ein bisschen genauer angucken will oder anschauen möchte, der kann sich über einen QR-Code einen digitalen Reiseführer runterladen. Der führt einen dann durch die Stadt und man kommt zu den Sehenswürdigkeiten oder alles, was interessant ist. Es ist ein Sonntag, an dem wir die Stadt besuchen und es findet gerade ein Fest statt. Wir schlendern da mit durch die Straßen und schauen uns die Leute an. Das ist immer ganz interessant und trinken unter anderem auch nochmal einen Kaffee und ein Stück Kuchen dazu. Danach geht es dann zurück zum Hof Albersmeyer. Nicht nur die Stadt ist interessant, die gesamte Umgebung ist interessant. Es gibt viele kleine Orte, man kann alles gut mit dem Fahrrad abfahren und natürlich gibt es hier auch viel Natur.
Wir haben die Gelegenheit genutzt und auch noch einige Geocacher eingesammelt. Dabei gibt es manchmal auch schon eine Herausforderung. Rita muss hier so einen Bach überqueren, was nicht ganz so einfach scheint. Oh, Rita hat es geschafft. Gut. Wir hatten Glück mit dem schönen Wetter. So konnten wir natürlich auch noch am Abend draußen sitzen und den Abend genießen. Und dabei sieht man Dinge, die man sonst so schnell auf Stellplätzen nicht sieht. Wer Landwirtschaft kennt, der weiß, dass es dort auch mal riechen kann. Aber wenn man so wie wir ein ganzes Stück vom Hof wegsteht, ist das kein Problem. Hier auf dem freien Feld kann man den Sonnenaufgang genießen und auch den Sonnenuntergang. Marianne, dann danke ich dir recht herzlich für deine Ausführungen hier, dass du uns alles so schön gezeigt und erklärt hast. Und ja, vielleicht sehen wir uns ja mal irgendwann hier auf diesem Hof wieder. Ja, das würde mich sehr freuen. Viele Camper, die schon hier waren, die sind auch schon ein zweites und ein drittes Mal hier gewesen. Und da freue ich mich immer sehr drüber. Und ich wünsche euch eine gute Weiterfahrt und besucht auch die anderen Stay Better Höfe. Es lohnt sich wirklich. Dankeschön und bye bye, bis zum nächsten Tschüss. Mal. Tschüss. Wer mehr wissen möchte zu Stay Better, der gehe bitte auf die Internetseite. Dort gibt es eine Anleitung und dort wird einem alles erklärt, wie es funktioniert. Freistehen in der Natur, das war mein Bericht dazu. Ich sage mal wieder Dankeschön fürs Zuschauen und bye bye, bis zum nächsten Mal.